Sie sehen aus wie gehäutete Waschbären. Das sind Trimmings. Boah, sieht aus wie ein Wurm. Boah, kann bis zu 5 Meter groß werden. Alter Propeller. Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tjulfar und herzlich willkommen zur Reaktion auf VITA CARNIS. VITA CARNIS ist wohl lebendiges Fleisch. Also rein theoretisch ist ja jedes Fleisch lebendig. Aber die können hier irgendwie Fleisch wie Pflanzen anbauen. Sehr, sehr komisch. Ganz komische Forschung. Ganz komische Experimente. Und dann passieren allerlei komische und sehr gruselige Sachen. Wir reagieren heute mal auf die ersten Videos dazu. Ist eine recht lange Serie. Das werden wir nicht alles in einem Video machen können. Das werde ich noch ein bisschen aufteilen. Deswegen schaut es euch an. Wenn ihr es gut findet, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video da. Dann werde ich mir den Rest auch noch reinziehen. Wir starten jetzt mal mit Part 1. Intro and the Crawl. Wir gehen mal rein. Wir starten. VITA CARNIS. Wollte ich schon lange drauf reagieren, Leute. Und hier auf dem Channel können wir es jetzt endlich mal hochladen. Ihr seht ja schon wieder Classified Material. Eigentlich alles unter Verschluss. Life has thrived for millions of years. Aha. Creatures big and small have found ways to adapt and evolve to flourish in all types of environments. Ja. From barren wastes Also alle to möglichen lush Tiere forests, leben auf life dem can be Planeten. found. Überall gibt es Leben. Earth has homed these creatures since the dawn of life itself. Only until very recently, things have changed. New life aber forms have appeared all around vor the kurzem globe haben and sich Sachen completely geändert. changing the balance of nature and what we Neue know about Lebensformen evolution itself. ändern die That Balance is der why Natur. we, at National Living Meat Research, have been studying these new species, trying to help educate everyone about these creatures and their wondrous ways of life. Diese neuen Spezies werden also First, what are these new untersucht. life forms? Since their explosive arrival across the globe in 1931, there has been much debate on what these newcomers are and where they came from. Also irgendwelche neuen Lebensformen, also das spielt hier offensichtlich in einer alternativen Realität und nicht in der Zukunft, sondern quasi in der Vergangenheit, aber halt 1931 sind neue Lebensformen aufgetaucht und keiner weiß woher. Are they extraterrestrials coming to invade Earth? Ja, sind's Or are they Aliens? demons who come from hell to purge Oder humanity? Dämonen? From what our scientists have discovered, no. The origins of these creatures are solely to Earth, miraculously out of nowhere. We don't know why or how. Also die haben sich einfach entwickelt auf der Erde. Earth is now their home. Und What jetzt these wohnen die creatures hier. are is mysterious and still not well known today. But here is what we do know. Okay, was wir These wissen. creatures are comprised mainly of muscle tissue, organs, and bone. Also sie haben Muskeln, Organe und Knochen. So wie die meisten anderen Lebewesen, die wir They kennen. greatly resemble animals with no skin or store-bought meat. Oh, sie sehen so aus wie Säugetiere ohne Haut. Because of these characteristics, they have been named accordingly as VITA CARNIS. VITA CARNIS, The lebendes Carnis Fleisch, weil ohne Haut sieht es aus wie rumlaufendes Species Fleisch. consume decaying, organic matter, but their main diet is composed of raw meat, not including their Carnis relatives. Und sie essen auch The rohes Carnis only Fleisch. appear in places where there is an abundance of crawl, which leads to the first creature of the Carnis species. Hä? Also die entwickeln sich nur da, wo es viel Crawl gibt. Aber was ist denn Crawl? Vielleicht wird das gleich noch erklärt. The crawl. The crawl is a growth of meaty tendrils that closely resemble the small intestine, the only difference being the dark red coloration. What? These tendrils grow in a similar pattern as vines, mold, or fungi. Also das ist Zeug, was wächst wie Pilze oder so. Also wahrscheinlich Zeug, was sich über einen großen Bereich ausdehnt. Also die Wurzeln von Pilzen sind ja riesig. Dunkelrot und sieht ein bisschen aus wie Gedärme. So hat er es gerade gesagt. Okay. Das ist The A Crawl. primary stem Da. structure is the host of divisions of other, smaller branches. In each tendril contains a Was zur variety Hölle? of veins, arteries, and other similar organs Oh, used da to sind auch- transport nutrients absorbed from its Da sind auch surroundings. Venen drinne und so. The ends of these tendrils are equipped with organelles used to absorb water and organic matter necessary for growth. Okay. The source of these organic können materials is Wasser mainly absorbieren found in dirt and soil on Und surrounding andere Sachen, um surfaces. zu wachsen. Using its root-like tendrils, it absorbs the material and processes it into usable energy. Although, Okay. the crawl also obtains energy through another means. Using a sophisticated form of photosynthesis, the dark pigmentation of the smaller branches is ideal for absorbing sunlight, and therefore allowing solar energy to fuel the crawl's growth.
Okay, oha, die können aber auch Sonnenlicht, also Solarenergie in chemische Energie umwandeln. Ihr habt es ja eben gesehen auf dem einen Bild hier, wo war es? Da, diese dunkleren Auswüchse hier am Ende sind dazu da, um Sonnenlicht auch zu benutzen. Okay, crazy. The dark pigmentation of the smaller Krass. branches is Was ideal sind das for für absorbing Teile? sunlight, and therefore allowing solar energy to fuel the crawl's growth. Because of its efficiency, it thrives in Okay. almost all types of environments, Ah, es kann einfach überall wachsen. easily allowing it to spread across the world, and can be Auf found der pretty ganzen much Welt, anywhere. überall wächst the Crawl. Its recent inclusion in the ecosystem has caused many major changes in nature's balance. Guck mal. One may assume that the crawl's presence may outcompete any other competitors, but due to its unique life cycle, where old branches fall off and decay into nutrient-rich compost, all forms of life seemingly flourish instead. Okay, also das nimmt nicht anderen Pflanzen oder so den Lebensraum weg. Das Zeug stirbt wohl auch irgendwann wieder ab und dadurch hat man dann extrem guten Boden wegen den ganzen Nährstoffen durch das Absterben von dem Zeug, weil das wohl sehr nährstoffreich ist. Und das heißt, hat keinen Einfluss auf den Rest vom Ökosystem. Also ist nicht so, dass das Zeug wächst und sonst nichts mehr. Ey, ist ultra interessant. The crawl's abundance grants plenty of nourishment to all animals, from plants feeding on the decayed crawl, herbivores thriving on increased plant population, and carnivores feeding on both the abundant prey, and are able to eat the crawl as well. Okay, krass. Die fleischfressenden Tiere können sogar den Crawl essen und den als Nahrung nutzen. Ja, durch die kompostreiche Erde, durch das Absterben vom Crawl, wachsen mehr Pflanzen. Dadurch haben die ganzen Pflanzenfresser mehr Essen. Okay, krass, heftig. The presence of all these animals leave behind waste, Klingt wie eine Win-Win-Situation. which will be broken down and consumed by the crawl, and the cycle begins again. Ja, und der Crawl kann dann die ganzen Nährstoffe von abgestorbenen Pflanzen und toten Tieren dann wiederum aufnehmen. Also konnte der sich einfach voll auf entspannt in den Kreislauf integrieren. Sehr wild. Aber gut, macht ja Sinn. Da er sich ja einfach entwickelt hat auf der Erde und nicht von Aliens oder so gekommen ist es ja nur logisch, dass er sich, seinen Platz hier sucht. This form of symbiosis leads to an environment where all populations thrive. Sehr Humanity verrückt. also uses the crawl to our advantage. Wir können den Crawl auch benutzen, die Because of the Menschen. supernatural rate of growth and its richness in nutrients, it has been sustainably cultivated into domestic farms. Wow, man kann The das crawl is anpflanzen harvested and und processed into fertilizer, kontrollieren which quasi. greatly increases crop yield and quality. Man kann es anpflanzen, abbauen und quasi als Düngemittel nutzen. The crawl may Wow. also be used as a food source for humans. Und and Menschen können es auch reliably so. essen. But due to its unkindly appearance and taste, it has yet to reach cuisine standards. Okay, man kann es essen, aber es schmeckt kacke. The crawl also plays a very important role in the next creatures that we have been studying. Ah, ja. Sometimes, in a crawl-populated environment, a node of meat may develop on one of the branches. This Okay. node will fall off and grow into a functioning organism. Oh, also manchmal wächst auf dem Crawl so ein Klumpen Fleisch, dann fällt der ab und entwickelt sich zu einem And go to Organismus live on as an independent animal. und lebt dann halt, This als leads Tier. us to the upcoming species that we will be discussing. The Okay. first of these creatures are the trimmings. The Trimmings. Okay, also es gibt ganz viele verschiedene Kreaturen. Ihr seht auch nochmal, bei wem es gemacht ist. Darian Quilloy. Wenn ihr es euch selber angucken wollt, Link ist natürlich in der Beschreibung. Wir gehen mal direkt rein ins nächste Video. Ich hoffe, wir sehen was über diese komischen Tiere. Und hier gehen wir jetzt direkt rein in Part 2. Und das Video heißt auch Trimmings. Also diese kleinen Tiere, die eben schon kurz beschrieben wurden oder gezeigt wurden. Und jetzt bin ich mal gespannt. Die Trimmings. Trimmings are small animals that Uah. resemble skinned raccoons. They are commonly Sie sehen aus wie gehäutete Waschbären. Waschbär hat aber nicht 6 Beine. Bro, was denn das? Das sind Trimmings. Wie sehen die denn aus? known to have a plump body, round head, small eyes, nose and ear holes, and an agape mouth. They Okay. are also equipped with a diversity of limbs. Also, no joke, sieht All nicht aus wie ein individual gehäuteter trimmings are Waschbär. unique, each with a different body shape, number of Okay. limbs, and other Ah, okay. Die können auch, es ist immer unterschiedlich, wie viele Gliedmaßen die haben. Also die können 4 Beine, 2, 6, 10. characteristics. Oh, der sieht brutal aus, der One thing they letzte. all share in common is that they are made mostly of meat tissue and are a maximum of 20 centimeters in length. No Okay, larger than a höchstens 20 Zentimeter, ungefähr so groß wie ein Basketball. Its life starts with its separation from the crawl. Ja, It das will haben wir schon wonder to find gelernt. anything that is edible and able to consume. Und die essen einfach alles, was Although man it is essen an kann. omnivore,
Being able to hunt meat and forage for plant matter, trimmings are almost entirely scavengers. Their diet consists of rotting plants and meat, including, but not limited to, fruits, vegetables, roots, seeds, insects, and deceased animals. Also die essen quasi alles. Sie sind so Allesfresser. Wie Waschbären. Tote Tiere, Insekten, also Aasfresser sozusagen auch. Essen alles. Although its appearance is unsightly, it is a cowardly creature, only fleeing, screeching, and hiding when threatened. Okay, sehen vielleicht ein bisschen gruselig aus, aber hat man nichts zu befürchten. Die rennen nur rum, haben Angst und wollen essen. Because of its lack of defensive traits, it lies near the bottom of the food chain, making it easily overpowered and picked off very regularly by predators. Und wird sogar von anderen Tieren einfach nur gefressen. Naturally, its population would eventually die out. This is not the case. The crawl constantly produces a large quantity of Okay. Also normalerweise würden die einfach aussterben, weil sie halt von anderen gefressen werden und so weit unten in der Nahrungskette sind. Aber durch den Crawl wachsen ja immer wieder neue. Also die sind ja quasi wie Eier, ne? Wächst ja so ein Fleischklumpen auf dem Crawl, haben wir eben gehört. Und dann kommt da so ein Trimming raus. nodes, keeping up their numbers. Naturally, trimmings can be found wherever there is Dadurch abundant gibt es crawl. Trimmings natürlich auch überall, wo es Crawl gibt. Und Crawl gibt es überall. Grow at a decent pace, reaching maturity at around 7 months, having a maximum lifespan of 2 to 4 years. Werden bis zu 4 Jahre alt. Although they are plentiful, humanity has no proper way to implement trimmings into society. Their overabundance has even considered them pests. Due to them digging through trash bins and making excessive noise at night. Ja, Trimmings haben keinen Nutzen für die Menschheit. Die sind einfach nur da und nervig. Einfach nur Ungeziefer. Besides all of this, some people still keep trimmings as pets and relatively domesticate them. Trotzdem halten manche die Viecher als Haustiere. Hast du so einen Fleischklumpen mit Beinen. Nuisance or not, trimmings are a wondrous creature. From their plentiful numbers to their skittish nature, sehen schon crazy they are aus. truly a thing to behold. The next species on our list is the meat snake. Die nächste Spezies ist die Fleischschlange. Okay. Also ziehen wir uns mal die Fleischschlange rein. Bin mal gespannt, was das jetzt für Viecher sind. Groß und gefährlich oder einfach nur so ein Fleischschlänkchen? Schauen wir The mal. meat snake. Die Meat Snake. The meat snake is a worm-like creature. Wow, sieht aus wie ein made of a Wurm. variety of types of meat, coated in a transparent, skin-like membrane. Eine transparente Haut oder eine Membran. Boah. Its size varies during its lifespan, depending on how much it consumes. Wie groß When it wird's? first separates from the crawl, it is Jo, only a guck few mal. centimeters in length. So klein sind die am Anfang. Eventually, it will reach an average length of 5 meters. Boah, kann bis zu 5 Meter groß werden. Alter Propeller. Although, under extreme conditions, like natural disasters, war, or plague, it can greatly surpass this length. Okay, also wenn irgendwelche krassen naturalen Vorkommnisse sind und die, keine Ahnung, vielleicht mehr Nährstoffe finden, mehr zu essen, kann die noch viel größer werden. The meat snake's diet consists entirely of dead animals or parts. A meat snake is incapable of consuming a healthy, living organism. Also die essen nur tote Tiere, weil sie nicht in der Lage sind, lebende Tiere zu essen? Vielleicht können sie nicht fangen oder so? The meat snake allocates its food by using a tongue-like organ covered in sensors to touch and feel its environment. The sensors catch particles of decaying meat, notifying the meat snake that there is food nearby. Also seine Zunge ist quasi This sein process wichtigstes shares many Sinnesorgan, similarities to um regular Essen zu snakes, finden. hence the meat snake's name. Once Also it ähnlich wie locates normale the Schlangen, corpse, deswegen the heißt es meat snake will open Fleischschlange. its jaw and swallow the entire body whole. Und es frisst auch wie eine Anaconda und schluckt einfach den ganzen Körper am Stück. Once the entire body is consumed, the meat snake's stomach will release a variety of chemicals. What? Some will break down soft tissue like skin and the connection points between muscles. Others chemicals will then ferment and preserve the tissue to keep it from breaking down for as long as possible. After that, the remaining flesh and bones will move along the meat snake's tract and slowly be implemented into its own structure, extending the meat snake. Also alles, was dann also es benutzt natürlich einiges halt wie normale Nahrung, wird zersetzt und Knochen und anderes Zeug, was übrig bleibt, wandert durch seinen Darmtrakt, wird aber benutzt, um die Schlange größer zu machen. Also, ne, die Viecher bestehen ja nur aus Fleisch und Knochen quasi und benutzen das, um zu wachsen. Unsatisfactory parts like skulls, pelvises, hair, and fingernails will be excreted. Okay, Sachen, die sie nicht benutzen kann, werden ausgekackt. The meat snake will take the skull from the consumed organism and use it as its own.
What? Also die Fleischschlange benutzt den Kopf von gefressenen Tieren, den Schädel von gefressenen Tieren und benutzt ihn als eigenen Schädel? Was? Each meat snake has its own skull, each corresponding to what that one has consumed. What? During its lifespan, it will swap or replace these skulls if needed. Und die tauschen auch den A Schädel, meat wenn es sein snake's muss. lifespan depends entirely on how much a meat snake consumes. Okay, wie The alt werden longest die? one has lived for was 28 years. 28 Jahre ist eine The Schlange meat schon alt snake has geworden. no predators and is immune to disease due to its preserving chemicals. Jo, krass. Das Vieh hat keine natürlichen Feinde, die es essen würden und ist immun gegen Krankheiten wegen den Chemikalien, die es halt hat. The only significant ways a meat snake can die is through starvation, burning, Also die können- or complete destruction of the meat snake's membrane coating. Okay, die können nur verhungern, verbrennen oder wenn halt die komplette Außenhaut zerstört wird. Heftig. Interestingly, the meat snake is the only member of the Carnis family that is able to reproduce. When a Oh. meat snake reaches an excessive size and is in the conditions to do so, Die können it will Kinder commence kriegen. mitosis, splitting itself in two. Oh Then the nein, now die two teilen meat sich snakes einfach nur will in go on their zwei. separate ways and live on as two distinct organisms. Okay, krass. Und er hat gerade gesagt, das ist das einzige Tier in dieser VITA CARNIS Familie, das sich quasi selber vermehren kann. Die anderen müssen wahrscheinlich aus dem Crawl wachsen oder so. Meat snakes can only be Das ist ja erst found das in zweite moderate Tier von temperature 6 oder climates, 7. Not too hot, not too cold. Okay, wenn es zu heiß ist, können die da nicht leben. Depends entirely on the amount of corpses available. Where there is Alter. death, there are meat snakes. Also die essen halt wie gesagt nur Leichen, tote Tiere, wahrscheinlich auch tote Menschen. Das heißt, da wo viel tot ist, gibt es auch Humanity Fleischschlangen. will use them to our advantage. Meat snakes are a very efficient and Wow. clean way of disposing of any meat products. The preserving fluid within the meat snake's body disinfects the carrion, preventing the spread of disease. Humans use meat snakes in butcher shops as a waste bin, dispose Okay. roadkill, within war on the battlefield to dispose of festering bodies and parts. Die Menschen benutzen Fleischschlangen also quasi als Abfalleimer. Beim Metzger zum Beispiel Sachen, die übrig bleiben, schmeißen die den Fleischschlangen hin. Tiere, die überfahren wurden oder während des Krieges, wenn viele Leichen nun mal sich ansammeln, werden die auch dahin And within geschmissen. zoos to dispose of deceased animals. Und in Zoos, um verstorbene Tiere They are loszuwerden. extremely tame, Krass. not caring if any creature is around them. Ah, okay, die sind aber extrem zahm. Also, die greifen niemanden an, der lebt. Only acting defensively when it is within consuming Okay. a meal. This means they are very easy to tame. Also, einfache Overall, meat Tiere. snakes are a marvelous creature with a very interesting way of sustaining itself. Holy It is an shit. amazing experience to encounter one, as long as you don't mind the smell. Okay, und die stinken scheinbar. Are Er hat gerade gesagt, hey, ist cool, wenn man eine trifft, wenn einem der Gestank nichts ausmacht. Alter, also wir haben noch 5 Tiere, ihr seht es hier, die noch fehlen, die wir uns noch angucken müssen. Wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten Part hierzu. Das war es erstmal für Part 1. Ey, das ist viel interessanter, als ich dachte. Ich bin gespannt, was wir noch sehen werden. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben dalassen, Channel abonnieren und wir sehen uns definitiv beim nächsten Mal. Ihr könnt noch hier drüben das letzte Video auschecken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wir sehen uns dann. Macht's gut und bis dahin.